Hallo, ich bin Claudia Luksch. Ich leite ein kleines Team am Hans-Eismann-Forum für Agrarwissenschaften am Campus Weinstefan. Und ich habe 2 Wochen mir den Standort TUM Singapur angeschaut, bei TUM Asia und bei TUM Create. Ich habe zufällig von einem Kollegen von dem Programm erfahren. Wir hatten gerade ein Projekt mit Singapur laufen. Ich dachte, es wäre super spannend für mich, einfach mal vor Ort mir die Gegebenheiten anzuschauen, das Team kennenzulernen, dass die Kooperation besser klappt, und dann habe ich mich einfach beworben. Die Planung ist super einfach, weil man super Unterstützung bekommt. Also ich habe erst natürlich, nachdem der Chef zugestimmt hat, die Partner in Singapur angeschrieben, per Mail. Die kannte ich vorher auch nicht. Ich habe also von der Mail geschrieben an den Geschäftsführer dort und habe gesagt, ich würde gerne mal hospitieren, ob das möglich wäre, so ein bisschen Job-Shadowing machen, mal über die Schulter schauen, wie es abläuft, und hatte relativ schnell innerhalb einer Woche positive Antworten. Und für Singapur muss man eigentlich gar nicht viel beachten, es braucht kein Visum. Die unterstützen einen wahnsinnig gut, was Hotelsuche angeht. Man muss den Flug buchen, man kommt an und ist da. Ich hatte so ein bisschen Vorinformationen über ein Projekt in Singapur, Project for Singapur, was wir da auch ein bisschen womit involviert sind. Ansonsten habe ich mir die Gegebenheiten vor Ort vor allem über die Webseiten angeschaut, bei TUM Create und bei TUM Asia, und mir ein bisschen die Strukturen angeschaut. Und für mich selber zum Mitnehmen habe ich eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, um auch den Leuten vor Ort ein bisschen was von unserem Campus zu zeigen und von dem, was ich so mache, so dass ich auch was mitbringe von uns sozusagen. Es war super spannend, weil man kommt ja erstmal, also als Nicht-Asien-Experte, in eine asiatische Großstadt, die alles ein bisschen anders funktioniert. Das ist schon allein ein Highlight. Spannend war, dass ich sowohl TUM Asia als auch TUM Create besucht habe und TUM Asia mehr so für die Studienprogramme zuständig ist, TUM Create mehr die Forschungsaspekte macht. Und ich habe den ersten Teil bei TUM Asia verbracht und fand es total spannend, wie da Studiengänge beworben werden. Denn man macht das wirklich kulturell abhängig, wie man sie bewirbt. Also sie haben im Grunde für die Studieninteressierten aus Indien einen anderen Werbefilm als für die Studienanfänger aus China zum Beispiel. Also das war für mich sehr spannend, und ich habe mit Studenten zu tun gehabt und wir haben Fotos gemacht. Das war echt interessant. Und im zweiten Teil bei TUM Create, das war dann mehr inhaltlich, da war das Highlight, dass das TUM Create in einem sogenannten Create Tower ist, und in dem Tower wirklich viele Spitzenunis aus der Welt vertreten sind, wie MIT, wie ETH Zürich, wie Wageningen inzwischen, dass der Austausch zwischen den Universitäten stattfinden kann. Und wir haben dort gemeinsam eine Konferenz besucht und auch eine gemeinsame geplant. Und jetzt im Oktober hatten wir in Weinstefan ebenfalls eine Konferenz organisiert mit den Partnern aus Singapur, die alle nach Weinstefan gekommen sind dann. Das war auch sehr schön. Ich würde immer sagen, wenn man sich selber, die eigene Person, in ein neues Umfeld setzt, in eine andere Kultur auch reinsetzt, profitiert man immer davon. Weil man muss sich selber hinterfragen, man muss sich selber neu einfinden und sich vielleicht selber auch neu erfinden. Das ist immer eine persönlichkeitsbildende Erfahrung. Vom Fachlichen habe ich verschiedene Führungsstile mal kennengelernt. Das waren verschiedene, die auch da vor Ort waren. Ich habe viele persönliche Kontakte geknüpft. Ich habe eine Konferenz besucht, die mich natürlich inhaltlich weitergebracht hat. Und wir haben toll was Gemeinsames geplant.